Hier endet also die lange Reise. Einfach war sie nicht, denn die Lieferkette führte über viele Stationen und ist daher komplex. Aber das ist kein Nachteil, sondern am Ende sogar gut für Klima und Natur. Weißt du warum? Nein, ich habe keine Ahnung. Das wüsste ich aber gerne. Vielleicht ahnst du sogar die Verbindung zwischen Lippenstift, Backwaren, Arzneien und Hühnchen. Hä? Na mich? Die beinhalten nämlich alle Soja. Sojabohnen wie die in meiner Hülse werden zu Öl, Schrot oder Lecithin verarbeitet. Deshalb findet ihr mich in der Medizin, in Kosmetika, Lebensmitteln, Druckfarben und tierischen Erzeugnissen. Hühnern, Schweinen und Rindern liefere ich beispielsweise das Eiweiß für die Produktion von Eiern, Fleisch und Milch. Viele nennen mich die Königin unter den Nutzpflanzen, weil keine andere Hülsenfrucht so viel hochwertiges pflanzliches Eiweiß mit wertvollen Aminosäuren enthält. Für so eine vielfältige Palette an Alltagsprodukten muss Soja allerdings importiert werden. Der Sojaanbau in Deutschland nimmt zwar stetig zu, aber was hierzulande angebaut wird, deckt bei weitem nicht den Bedarf. Derzeit werden hierzulande etwa 100.000 Tonnen Soja erzeugt. Diese Menge passt in 2 Sojafrachter oder in 4.000 LKWs. Aber verbraucht wird hierzulande etwa das 40-fache. 4 Millionen Tonnen pro Jahr. Deswegen müssen Sojabohnen genauso wie Kaffee, Bananen oder Kakao aus aller Welt zu uns nach Europa importiert werden. Bohnen und Schrot werden in Ölmühlen verarbeitet und so entstehen die vielseitigen Produkte, die im Land weiter verteilt werden. Und vielseitig sind auch unsere Herkünfte und Lieferwege, bevor wir in Deutschland ankommen. Viele Länder haben ein günstigeres Klima zum Sojaanbau. Auch wenn der europäische Sojaanbau immer bedeutender wird, muss Deutschland Soja vor allem aus vielen anderen Herkunftsregionen einführen, hauptsächlich aus Südamerika und den USA oder auch aus der Ukraine. Betrachten wir Südamerika. Da wurde ich auf einer Farm angebaut. Ein LKW brachte mich zu einer Sammelstelle. Dort wurde ich mit Sojabohnen anderer Farmen zusammengeschüttet in Silos. Über Händler gelangte ich dann zur nächsten Produktions- oder Lagerstätte. Erneut wurde ich mit vielen Sojabohnen vermischt. Lkw und Züge transportierten uns zu den Hafensilos und Frachtern für die Atlantikquerung. Doch das war nur meine Abenteuerreise. Jede Bohne in Südamerika hat im Grunde ihren eigenen Lieferweg. Und der kann verzweigt sein, denn Bauern beliefern je nach Angebot und Nachfrage verschiedene Stellen. Viele Kleinbauern verteilen ihre Ernte auch über Kooperationen an mehrere Sammelstellen. Händler regeln den Transport gegebenenfalls über weitere Zwischenstationen zum Hafen. Und das wiederholt sich regelmäßig in allen Herkunftsregionen im Takt der Erntezeiten. Wie ein Netz sind die Lieferketten verflochten und an jedem Punkt findet eine Durchmischung statt. Frachter bringen uns in die ganze Welt und die ganze Welt nach Europa. Dort wurde ich zusammengeschüttet mit weiteren Sojabohnen aus Amerika und Europa. Ihr fragt euch, weshalb das alles so kompliziert sein muss? Nun, die komplexe Arbeitsteilung macht das Netzwerk effizienter. Händler, Verarbeiter, Spediteure und Bauern arbeiten Hand in Hand, um die Warenströme perfekt abzustimmen. Gemeinsam fahren, zusammen lagern und optimiert verschifft zu werden, spart nämlich Transportkosten und damit Treibstoff und CO2. Die Lieferkette mag kompliziert erscheinen, aber ihre komplexe Struktur sichert eine ständige Versorgung von vielen Produkten unseres täglichen Bedarfs. Auch Engpässe können so schnell ausgeglichen werden. Diese komplexe Lieferkette ist also wirtschaftlich notwendig im Interesse von Bauern, Unternehmern und Verbrauchern, die ihren Bedarf zu bezahlbaren Preisen decken wollen. Stimmt. Und ah, und wenn weniger Ressourcen verbraucht werden, ist das am Ende auch besser für Natur und Klima. Verstanden. Aber wie verhindert man, dass Urwald für den Sojabau gerodet wird? Die Wirtschaft engagiert sich mit verschiedenen Maßnahmen. Hierzu gehört das Amazonas-Moratorium, ein Meilenstein im Kampf gegen die Abholzung. Ein weiterer Meilenstein ist aktuell die sogenannte Agriculture Sector Roadmap to 1.5 degrees Celsius.
Mit diesem Fahrplan verpflichten sich die weltweit größten Agrarunternehmen, die klimaschädlichen Emissionen, die unter anderem durch den Sojaanbau entstehen, bis 2025 deutlich zu reduzieren, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Bei der Umsetzung der vielen Maßnahmen kommen auch unabhängige Kontrolleure zum Einsatz und sogar Satelliten. Aber eben weil die Lieferkette so komplex ist, lässt sich nicht jede Bohne bis zum Ursprung zurückverfolgen. Darum kommen wir beim Schutz des Waldes nur weiter, wenn alle zusammenarbeiten. Die Wirtschaft, die Farmer, die Einfuhrstaaten und die Erzeugerländer. Willst du Details zur komplexen Sojalieferkette? Willst du mehr über Zertifizierungssysteme erfahren und was sonst noch gegen das Abholzen getan werden muss? Weiterführende Beiträge gibt's bei Ovid und den Bildungsbissen Schulmaterialien.